Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Eine Reform der Bundeswehr hatte sich fast jeder Bundesverteidigungsminister oder Ministerin auf die Fahnen geschrieben. Wobei die Stoßrichtung über die Jahrzehnte sehr unterschiedlich sein konnte. Lange Zeit ging es darum, die Bundeswehr schlanker und flexibler aufzustellen. Schnelle Krisenreaktionskräfte waren das große Thema. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Mehr Personal, mehr Standorte, mehr Panzer, klassische Landesverteidigung. Eines aber ist gleich geblieben. Das Beschaffungswesen müsse unbedingt reformiert, die Bundeswehr besser ausgerüstet und die Ministerialbürokratie entschlackt werden. Das hat Verteidigungsminister Pistorius nun gleich als erstes in Angriff genommen. Aber wie gesagt, er ist nicht der Erste, der das versucht. Christiane Hübscher berichtet. Es ist dieses Organigramm, auf das Boris Pistorius an seinem ersten Arbeitstag im Verteidigungsministerium blickt. Unzählige graue und weiße Kästchen, die für Bonn und Berlin stehen, dahinter stecken 3000 Menschen. Verzweifelt versucht der neue Minister, sein Haus zu verstehen. Es gelingt ihm nicht. Ich mache seit über 30 Jahren Verwaltung und politische Führung auf verschiedenen Ebenen oder fast 30 Jahren und habe viele Organigramme gesehen und selber auch an ihnen gearbeitet. Und als ich dies sah, war mir relativ schnell klar, dass man ein so Riesenhaus nicht führen kann. Pistorius zaudert nicht lange und er fängt ganz oben an. Entlässt Generalinspekteur Zorn hier in der Mitte bei seinem Zapfenstreich und beruft als neuen ranghöchsten General Carsten Breuer, rechts im Bild. Auch die Chefin des Beschaffungsamtes muss gehen. Aus ihrem öffentlich gewordenen Abschiedsbrief spricht Verbitterung. Das Amt sei nahezu immer der Prügelknabe, wenn Beschaffung angeblich nicht läuft. Keine Entlassungen im großen Stil hat Pistorius heute auf einer Personalversammlung versprochen. Dennoch dürfte es auch Widerstand geben. Ich finde, ein Minister, der derart einschneidende Maßnahmen ergreift, muss begründen, was diejenigen, die abgelöst werden, falsch gemacht haben sollen. Dazu habe ich nichts gehört. Was hat der bisherige Generalinspekteur falsch gemacht? Das wüsste ich gern. Ich finde es richtig. Wir leben in einer Zeitenwende. Die muss auch bei der Bundeswehr, vor allen Dingen bei den Offizieren im Verteidigungsministerium ankommen. Zu glauben, der Minister kommt und geht, wir bleiben. Ich glaube, das soll sich jeder jetzt mal abschminken. Noch ein General soll einziehen in der Leitung im Bendlerblock als Chef des neuen Planungs- und Führungsstabs. Christian Freuding, bisher Kriegserklärer im Ukraine-Lagezentrum. Daran gibt es auch Kritik. Ich frage mich, wer den Minister beraten hat oder ob er auch zivilen Rat eingeholt hat. Weil was wir nicht brauchen, ist eine zusätzliche militärische Führung des Ministeriums. Das ist die vornehme Aufgabe der zivilen Staatssekretäre. Keine 100 Tage dauert die düstere Bestandsaufnahme des Boris Pistorius. Der Bundeswehr fehlt es an allem, vom Unterhemd bis zur Panzerhaubitze. Soweit, so bekannt. Er braucht Geld, viel mehr als die 100 Milliarden Euro Sondervermögen, verlangt er heute wieder im Bundestag. In seinem Haus aber herrscht Zuständigkeitschaos. Wenn aber die Leute gut sind und die Ergebnisse nicht dazu passen, dann kann es nicht an den Leuten liegen, sondern an den Strukturen und den Abläufen. Also muss ich die Abläufe anfassen, damit die Ergebnisse besser werden. Und das ist das gemeinsame Ziel. Aus dem Stand zum beliebtesten Politiker des Landes. Er müsse nichts mehr werden, sagt Boris Pistorius. Er sei 63 und am Ziel. Nur erfolgreich muss seine Reform noch werden. Und es sind ja gleich mehrere Baustellen. Strukturen in Ministerium und Bundeswehr reformieren, die Streitkräfte besser ausrüsten und gleichzeitig noch die Ukraine unterstützen. Während man in Kiew bereits über die aktuellen Kämpfe hinausdenkt. Denn auch wenn es den Ukrainern gelingt, die Russen dieses Mal zurückzudrängen oder zumindest aufzuhalten, bleibt ja die Frage, wie sich das Land in Zukunft davor schützen kann, immer wieder aufs Neue angegriffen zu werden. Russland macht aus seinen imperialen Eroberungsansprüchen ja keinen Hehl mehr. Der Wunsch der Ukraine, in die NATO aufgenommen zu werden, schien bislang wenig realistisch. Doch beim Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute in Kiew klang das etwas anders. Florian Neuhan berichtet. Diesen Platz in Kiew haben sich schon viele aus dem Westen zeigen lassen. Die zerstörten russischen Panzer, die die Ukraine ausstellt, als habe sie den Krieg bereits gewonnen. Nur einer war bisher nicht da, seitdem der Krieg begonnen hat. Und so ist allein die Ankunft von Jens Stoltenberg heute ein Symbol. Selbst der meist so abgebrühte ukrainische Präsident Selenskyj wirkt bewegt.
Wir sehen das als Zeichen. Als Zeichen, dass die NATO bereit ist, ein neues Kapitel zu eröffnen. Die Ukraine will in die NATO. Wie sehr zeigen solche Bilder? Auf dem Europaplatz in Kiew thront über allem das Emblem der NATO. Nur will oder wollte die bisher nicht, dass die Ukraine schnell beitritt. 2008 auf dem Gipfel in Bukarest vertröstet man das Land auf irgendwann, vor allem auf Drängen der damaligen deutschen Kanzlerin. Dann kam der Krieg. Ein Beitritt schien unwahrscheinlicher denn je. Als Volodymyr Zelensky im Herbst einen neuen NATO-Beitrittsantrag stellte, wollten viele in der Allianz am liebsten gar nicht darüber reden. Nur Osteuropäer drängen auf eine Perspektive, wie Riho Terras, ehemaliger Oberbefehlshaber der estnischen Armee. Die sind heute schon eine NATO-Armee. Und auch das ganze Gedankengut ist sehr westlich von unserer Wertegemeinschaft. Insoweit bin ich fest überzeugt, dass wir Ukraine einnehmen müssen in die EU und NATO. Und dann Auftritt Stoltenberg in Kiew. Was er sagt, ist nicht neu. Aufhorchen lässt, was er weglässt. Und zwar jede Einschränkung bei dieser Aussage. Um es klar zu sagen, der Ukraine steht ein Platz in der euroatlantischen Familie zu. Der Platz der Ukraine ist in der NATO. Ein möglicher Beitritt werde das Top-Thema beim NATO-Gipfel in Vilnius im Juli, was im Kreml für erwartbar heftigen Widerstand sorgt. Ein NATO-Beitritt der Ukraine, so Putins Sprecher Peskow, wäre eine ernste, bedeutende Gefahr für Russland und seine Sicherheit. Ernst ist derzeit aber weiter vor allem eines: der Angriff Russlands auf die Ukraine, der allein wohl die Ukraine in die Arme der NATO treibt. Sollen wir noch vertiefen? Unserem Korrespondenten in Brüssel, Florian Neuhan. Inwieweit sind das tatsächlich neue Töne, die Stoltenberg da heute in Kiew anschlug? Nein, der Sache ist das nicht wirklich neu. Aber der Tonfall, der ist wirklich ein anderer. Sehr viel verbindlicher, als ich Stoltenberg dazu in den letzten Monaten hier jemals erlebt habe. Und was vor allem neu ist, ist, dass die NATO erstmals wirklich offensiv über dieses Thema, den NATO-Beitritt der Ukraine, auch reden möchte. Ich erinnere mich an den letzten NATO-Außenminister, das Treffen der NATO-Außenminister in Bukarest in Rumänien im letzten November. Da wollte der ukrainische Außenminister den NATO-Beitritt offensiv zum Thema machen, aber stieß weitgehend auf taube Ohren, vor allem aus Westeuropa. Da hieß es, das sei doch jetzt wirklich kein Thema, das sei bestenfalls eine Frage für die irgendwann ferne Zukunft. Insofern gibt es da wirklich einen Wandel in der Kommunikation zu beobachten. Aber nochmal klar ist, dass dieser Beitritt jetzt keinesfalls morgen oder in diesem Jahr demnächst ansteht. Ja, das Problem ist ja auch, solange ein Land in einen territorialen Konflikt verwickelt ist eine Aufnahme die NATO doch schwer vorstellbar. Und das weiß natürlich auch Putin und sorgt ja auch dafür, dass dieser Konfliktzustand nicht aufhört. Ja, in der Tat, sollte die NATO die Ukraine jetzt aufnehmen, dann wäre sie ja sofort Kriegspartei und stünde damit auch Russland gegenüber, der Atommacht. Und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und insofern geht es in der echten Diskussion hier in Brüssel vor allem eigentlich um Alternativen zur NATO-Mitgliedschaft, um die Frage, was man stattdessen eben anbieten kann. Und da geht es etwa um ein größeres Unterstützungspaket für die ukrainische Armee von Seiten der NATO oder auch um die Frage von Sicherheitsgarantien, die einzelne große NATO-Staaten gegenüber der Ukraine aussprechen können für die Zukunft. Alles sozusagen auf dem Weg hin zur Mitgliedschaft. Aber keine Sicherheitsgarantie kann jemals so viel wert sein wie der berühmte Artikel 5 der NATO, also diese Bündnisverpflichtung, im Fall eines Angriffs auch dem Land beizustehen. Insofern wird die Ukraine hier nicht locker lassen. Und mein Eindruck ist, dass sie dafür, für ihren Weg in die NATO, heute ein bisschen mehr Sympathien und Zustimmung auch aus der Allianz selbst erfährt. Danke für die Einschätzung, Florian. Der Ukraine-Krieg, die Rolle Deutschlands und auch die Situation der Bundeswehr sind auch die Themen nachher bei Maybrit Illner, zu deren Gästen unter anderem der Bundesverteidigungsminister gehört. Bundeskanzler Scholz würde die Warburg-Affäre wohl gerne loswerden, aber das wird die Opposition zu verhindern versuchen. Sie ist und bleibt eine offene Flanke des Kanzlers, weil die Erinnerungslücken, die er da immer wieder geltend machte, auf seine Kritiker wenig glaubwürdig wirken. Zugute kam ihm bisher, dass diese Vorgänge aus seiner Hamburger Zeit
ziemlich sperrig zu vermitteln und Begriffe wie Cum-Ex-Geschäfte für ein breites Publikum eher schwer verdaulich sind. Unterm Strich geht es um die Frage, ob Olaf Scholz irgendeinen Einfluss darauf hatte, dass der Hamburger Warburg Bank Steuerrückzahlungen zunächst erlassen wurden. Die Unionsfraktion im Bundestag will die Untersuchung dieser Affäre jetzt noch mal neu aufrollen. Daniel Pontzen berichtet. Der Kanzlerstuhl bleibt heute Morgen leer. Kürzlich war Olaf Scholz auch hier schon zum Thema Warburg befragt worden. Seine Antworten da aus Sicht der Opposition unzureichend. In der Kanzlerbefragung fand er es noch besonders cool, dass er um unsere Fragen locker drumherum geschwurbelt ist. Ich sage das so deutlich, so war es nämlich. Und deswegen gibt es nur einen Weg, dieses Thema jetzt sorgfältig zu untersuchen, nämlich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Zum Hintergrund. 2014 erklärt der Bundesfinanzhof Cum-Ex-Geschäfte für illegal. 2016 soll die Warburg Bank dementsprechend 47 Millionen Euro ans Finanzamt zurückzahlen. Dann gibt es mehrere Treffen von Warburg und SPD-Vertretern, unter anderem von Bürgermeister Scholz und Bankchef Olearius, der zu einem der Treffen ein Papier mitbringt, das gegen eine Rückzahlung argumentiert. Wenig später, so ein Tagebucheintrag des Bankiers, habe Scholz ihn angerufen und gesagt, er möge das Papier an Finanzsenator Tschentscher schicken. Das habe er getan. Gut eine Woche später entscheidet das Finanzamt, das Tschentschers Behörde direkt untersteht. Auf die Rückzahlung verzichte man nun. In Hamburg wurde hierzu vor gut 2 Jahren bereits ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Im Bund brauche es daher keinen weiteren, sagt die SPD. Es gab keine Verfehlungen der zuständigen Hamburger Behörden. Es gab keine politische Einflussnahme. Das ist offensichtlich der CDU-CSU geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um reine Stimmungsmache gegen den Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein Bundestagsuntersuchungsausschuss habe mehr Kompetenzen als der in Hamburg, hält die Union entgegen und erhält Unterstützung von der Linken. Beide verweisen darauf, dass Scholz im Finanzausschuss 2020 zunächst sehr Konkretes aussagte zu einem Treffen mit Warburg und sich erst bei späteren Befragungen nicht mehr habe erinnern können. Insofern hatte die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus recht, die Scholz wegen dieser Erinnerungslücken eben auch der Lüge bezichtigt hat. Paus trieb die Aufklärung damals maßgeblich voran, auch mit Hilfe der FDP. Inzwischen ist sie Familienministerin und auch die FDP Teil des Kabinetts Scholz. Beide Fraktionen haben an dem Untersuchungsausschuss jetzt kein Interesse. Aufklärung ja. Was wir aber nicht benötigen, sind 2 Ausschüsse in der gleichen Sache. Lassen Sie doch die Hamburger Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit machen. Der erwartete inhaltliche Mehrwert mit dieser engen auf Hamburg beschränkten Fragestellung zum jetzigen Zeitpunkt ist stark begründungswürdig. Nötig für das Einsetzen eines Untersuchungsausschusses sind 25% der Abgeordneten. Die hat die Union allein. Entschieden wird darüber nun im Geschäftsordnungsausschuss, voraussichtlich im Mai. Und jetzt gibt es erstmal andere Nachrichten des Tages von Heinz Wolf. Heute hat es an einigen deutschen Flughäfen bereits Warnstreiks gegeben. Ab 3 Uhr nachts folgt der Bahnverkehr. Am Hamburger Flughafen sind bis einschließlich Freitag alle Abflüge gestrichen. Betroffen sind auch die Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn. Ab morgen folgen Flughafen Stuttgart und bundesweite Streiks bei der Bahn. Bis 13 Uhr fahren keine Fernzüge. Auch der Regionalverkehr fällt weitestgehend aus. Die Bundesregierung hat Pläne für ein am Standort Rügen geplantes Flüssig-Erdgas-Terminal verteidigt. Bundeskanzler Scholz sagte am Abend nach einer Gesprächsrunde zu dem Thema in Binz, man brauche auch im Osten Deutschlands Importinfrastruktur. Die Pläne sorgen seit Monaten für heftigen Widerstand auf der Insel. Und so hatten sich bis zur Ankunft von Scholz und Wirtschaftsminister Habeck laut Polizei bis zu 600 Demonstranten versammelt. Auch die Schweriner Landesregierung hatte Zweifel angemeldet, ob das Terminal überhaupt benötigt wird. Menschen mit Behinderungen sollen mehr Chancen erhalten, einen Job auch außerhalb von speziellen Werkstätten zu bekommen. Ein entsprechendes Gesetz hat nun der Bundestag beschlossen. Um das Ziel zu erreichen, soll unter anderem die Ausgleichsabgabe erhöht werden. Sie wird für Betriebe fällig, die nicht genügend Menschen mit Behinderungen beschäftigen.
Firmen mit mehr als 60 Arbeitsplätzen müssen mindestens 5% ihrer Jobs bereitstellen. Im ukrainischen Mariupol entstand Anfang März 2022 ein Foto, das weltweit Menschen erschüttert hat und das eine Jury jetzt als World Press Photo ausgewählt hat. Das Foto aufgenommen hat der Ukrainer Evgeny Maloletka. Es zeigt die hochschwangere Irina Kalilina. 4 Männer tragen sie aus einer zerstörten Klinik in Mariupol. Ihr Baby wird tot zur Welt gebracht. Eine halbe Stunde später stirbt auch die Mutter. Das Bild, so die Jury, symbolisiere den Schrecken des Krieges für die Zivilbevölkerung. UN-Generalsekretär Guterres hat eine Waffenruhe von zunächst mindestens 3 Tagen im Sudan gefordert. Die UNO stehe mit den Konfliktparteien in Kontakt. Bei den seit Samstag andauernden Gefechten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 330 Menschen getötet und fast 3200 verletzt worden. Hintergrund der Auseinandersetzungen ist ein Machtkampf zwischen dem Befehlshaber der Armee und dem Kommandanten einer paramilitärischen Gruppierung. Eigentlich ist die Lage ja klar. Das Fortschreiten des Klimawandels wird nun wirklich von Wissenschaftlern weltweit immer und immer wieder eindringlich dokumentiert. Und trotzdem ist es dann wieder eindrücklich, wenn wieder neue Zahlen veröffentlicht werden. So wie heute vom Europäischen Informationsdienst Copernicus, der gleich eine ganze Reihe von Rekorden auflistet. Demnach erlebte Europa im letzten Jahr den wärmsten jemals gemessenen Sommer. Und die Temperaturen steigen in Europa doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Längst sind das keine abstrakten Größen mehr, sondern sichtbar und fühlbar. In Südeuropa können sie nur hoffen, dass nach der Winterdürre wenigstens jetzt im Frühling mehr Regen fällt. Hoffen und beten. Christian Rechenberg berichtet. Der Himmel muss jetzt helfen. In L'Espugnola in Katalonien tragen die Bauern ihre Madonna über ein verdurstetes Land. Und sie beten für Regen. Es ist ihre einzige, es ist ihre letzte Hoffnung. Normalerweise regnet es im Herbst ja immer etwas. Aber in Teilen Kataloniens haben wir seit letztem Frühjahr Dürre. Vom Herrgott verlassen fühlen sie sich auch am Gardasee. Noch nie war das Wasser so niedrig. Die Insel San Biagio ist keine mehr. Das Paradies trocknet aus. Und zwischen Frankreich und Spanien brennen die Wälder. Es ist nicht Hochsommer, es ist April. Und das letzte Jahr war schon das zweitwärmste und zweittrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir sind natürlich so ein bisschen überrascht von der Tatsache, dass wir so schnell im Prinzip diese Art von Temperaturanomalien sieht. Extremjahr 2022, das 8. in Folge. Der Klimabericht ein Defilé der Alarmsignale. Heißester Sommer aller Zeiten in Europa. Lange Hitzeperioden, wenig Niederschlag. Die Gletscher schmelzen rasant. Emissionen durch Waldbrände über dem Durchschnitt und die Gesundheit leidet messbar. Wenn man sich die Zahl der zusätzlichen Todesfälle ansieht, war ein Großteil davon auf Hitzestress zurückzuführen. Auch die Flüsse haben Stress. Und diejenigen, die sie brauchen, als Transportweg, zum Bewässern oder zum Kühlen von Kraftwerken. 2/3 aller Flüsse in Europa waren betroffen. Rot steht für zu wenig Wasser, schlimmster Monat, der August. Und dort, wo Kälte eine lebenswichtige Rolle spielt, steigen die Temperaturen. Im September war es in Grönland bis zu 8 Grad Celsius wärmer als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. 8 Grad in Grönland an der Oberfläche ist katastrophal, das muss man so sagen. Dann haben wir ganz massives Abschmelzen der Schneeschichten, also der oberen Schneeschichten. Und was das bedeutet, ist natürlich, dass das, was an Wasser gespeichert ist auf Grönland, im Prinzip in den Ozean fließt und damit zum Anstieg des Meeresspiegels führt. All das ist bemerkenswert. Das ist keine Schwankung im Klimasystem, das ist wirklich ein Zeichen, eine direkte Folge der globalen Erwärmung. Und so hoffen in Katalonien die einen auf ein Wunder, die anderen vertrauen ihrem Glauben. Beides wird nicht genügen, sagen Experten. Die Menschen müssen konkret handeln, weniger Treibhausgase verursachen und sich den neuen Klimabedingungen anpassen. Irgendwie. In welchem Tempo und Ausmaß Gebäude umgerüstet und vor allem das Heizen auf klimafreundlichere Methoden umgestellt werden soll, ist hierzulande ja eines der großen Diskussionsthemen dieser Tage.
Daneben bleibt aber noch ein anderes Thema, der Wohnungsmangel. Jährlich 400.000 neue Wohnungen hatte die neue Bundesregierung bei Amtsantritt vollmundig zum Ziel erklärt. So wie es im Moment aussieht, kann man wohl eher froh sein, wenn in den nächsten Jahren überhaupt noch in nennenswertem Umfang gebaut wird. Am Wohnungsbautag in Berlin klagten die Verbände über einen massiven Einbruch bei Neubauprojekten. Selbst bereits genehmigte Vorhaben würden storniert. Wenn die Politik gegensteuern wolle, müsse sie ihre Fördergelder massiv aufstocken. Fragen wir unsere Wirtschaftsfachfrau Valerie Haller. Dass in den Ballungszentren nicht genug gebaut wird, das ist ja jetzt erstmal nicht so neu. Aber dieser Einbruch jetzt, wo liegen da die Hauptursachen? Ja, also die Hauptursache schlechthin ist, dass Bauen deutlich teurer geworden ist und sich kaum mehr rentiert, vor allem durch die höheren Zinsen. Aber auch die Kosten für Baustoffe und Grund haben noch mal kräftig angezogen. Und durch die hohe Inflation sinken auch die Realeinkommen. Viele Bauherren also bekommen kalte Füße. Und infolgedessen gehen die Baugenehmigungen zurück. Und selbst bei genehmigten Projekten hat bei mehr als einem Drittel noch nicht einmal der Rohbau begonnen. Und neue Zahlen vom IFO-Institut unterstreichen das auch. Demnach werden viele Bauvorhaben derzeit verschoben oder gestrichen. Ein Trend, der sich seit Monaten verschärft und Baubetriebe zunehmend unter Druck setzt. Und an die Politik richtet sich der Vorwurf, sie tue da nicht genug, um gegenzusteuern. Ja, die großen Immobilienverbände wollen mehr Fördergelder, beschleunigte Baugenehmigungen und landesweit einheitlichere Auflagen. Insgesamt also weniger Bürokratie, weil die Bauwirtschaft sagt, auch das kann Wohnen wieder bezahlbar machen. Beim Thema Geld macht die Bauministerin den Verbänden wenig Hoffnung. Sie hält die schon beschlossenen Milliardenprogramme für ausreichend. Also von den 400.000 neuen Wohnungen jährlich, wie sie die Bundesregierung anpeilt, spricht aktuell keiner mehr. Nee. Danke, Valerie. Neue Wohnungen zu bauen ist das eine. Daneben gibt es aber ja auch Bemühungen, bereits Bestehendes auszubauen. Und da gibt es durchaus kreative Ideen, die weit über das ausgebaute Dachgeschoss hinausgehen. Etwa auf Parkhäusern oder den Flachbauten von Supermärkten Wohnungen obendrauf zu setzen. Oder ehemalige Bürogebäude umzubauen. Beispiele für solche Großprojekte zeigen Oliver Heuchert und Benjamin Dieterle. Mit diesen Stahlstreben flechten Eisenbieger neue Balkone an ein altes Bürohaus. Der ehemalige Telekom-Turm in Konstanz wird zum Wohngebäude umgebaut. Auf 15 Stockwerken entstehen rund 100 Eigentumswohnungen, teilweise mit Blick auf den Bodensee. Der aktuelle Stand ist der, dass wir im Moment in dem Rohbau mittendrin sind. Wir heute die Ebenen 6 betonieren mit den neuen Balkonen. Wir bis zum Jahresende diese Bauarbeiten abschließen wollen, um dann mit dem Innenausbau zu beginnen, um bis im Laufe des Jahres 2025 den Bewohnern ihre neuen Wohnungen übergeben zu können. In diesen Räumen haben einmal rund 500 Menschen für Post und Telekom gearbeitet. Das Gebäude fürs Wohnen umzubauen, hilft dem Klima. Ich spare mir sehr, sehr viel Ressourcen. In so einem Fall ist es mal ganz viel Beton, ganz viel Stahl, der schon einmal verbaut wurde. Und der Charme an so einer Baumaßnahme ist natürlich auch der, dass diese Räume sehr hoch sind, dass ich ganz tolle Wohngefühle habe und Lebensgefühle in großen, hohen Räumen. Zwar ist vom Telekom-Turm nur der Rohbau stehen geblieben, aber darauf kommt es an. Denn Stahlbeton neu herzustellen verursacht enorm viel Kohlendioxid. Diese Emissionen spart ein Umbau. Das müssen wir jeweils projektbezogen betrachten, wie viel man einsparen kann. In dem Projekt gehen wir davon aus, dass wir über 2200 Tonnen CO2 einsparen können durch den Erhalt des Turms. Projekte wie hier in Konstanz sind nicht häufig, aber sie fallen auf. 2010 schon wurde in Frankfurt am Main ein früheres Gebäude der IG Metall zum Wohnhaus umgebaut. In Düsseldorf wurde 2016 aus der Thyssen-Bürozentrale der Living Circle. 2017 entstand in Köln dieser Wohnkomplex aus der Zentrale des Bundesverbands der deutschen Industrie. Die 3 Hauptvorteile bei der Umwandlung sind erstens, ich habe es mit vorhandener Bausubstanz zu tun, die ich nicht neu errichten muss. Der Rohbau und viele andere Dinge sind da. Zweitens, die Infrastruktur ist häufig da. Und Infrastruktur heißt die Erschließung, Treppenhaus, Aufzugsschacht, die Tiefgarage und ähnliche Dinge. Und drittens, es ist kostenmäßig häufig deutlich günstiger, als einen Neubau zu errichten oder gar alten Wohnraum zu neuem umzunutzen.
Die Fachleute haben die Kosten verschiedener Bauprojekte verglichen. Als billigsten Weg ermitteln sie den Umbau von Büroflächen in Wohnraum. Aber auch in Konstanz war die Umwandlung kein Selbstläufer. Die Planungen waren sehr aufwendig. Eine Umwandlung stellt die Beteiligten vor ganz neue Herausforderungen. Nicht zuletzt das Baurecht stellt häufig eine Hürde dar. Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter, Heinz. Die Corona-Pandemie und auch Impfskepsis haben nach Angaben von UNICEF dazu geführt, dass weltweit weniger Kinder wichtige Schutzimpfungen, etwa gegen Masern und Kinderlähmung, bekommen haben. Besonders betroffen ist Afrika. Aber laut UNICEF ist in insgesamt 112 Ländern das Niveau des Impfschutzes gesunken. Zwischen 2019 und 2021 seien rund 67 Millionen Kinder gar nicht oder nur teilweise geimpft worden. In Texas war es heute soweit. Das größte je gebaute Raketensystem Starship hob zu einem unbemannten Testflug ab. Der endete allerdings bereits kurz nach dem Start. Nach knapp 4 Minuten Flug. Die Rakete taumelt sichtbar. Eigentlich sollte sich jetzt die Raumfähre von der Trägerrakete lösen. Wegen der Probleme bringt SpaceX die Starship-Rakete in 29 Kilometern Höhe zur Explosion. SpaceX-Gründer Elon Musk wirkt dennoch nicht allzu enttäuscht. Kurz zuvor: 33 Triebwerke schieben die gigantische Rakete nach oben. Der Start ist geglückt. Und allein das schon ist für die Raumfahrt ein Erfolg. So arbeitet SpaceX. Sie machen und machen, bis es irgendwann funktioniert. Sie sind gut durch den Start gekommen mit dieser riesigen Monsterrakete. Das ist schon eine Errungenschaft. Es ist noch ein weiter Weg, aber das ist ein guter Anfang. Die Rakete besteht aus 2 Stufen. Der weiße Super Heavy Booster Antrieb und oben das riesige Starship, 50 Meter hoch, mit Platz für eine Besatzung und für mehr als 100 Tonnen Fracht. Einst soll die Raumfähre Menschen auf den Mond und den Mars bringen. Starship soll im All betankt werden und die erste Orbitalrakete sein, die landen und wiederverwendet werden kann. Es soll die Raumfahrt revolutionieren. Starship ist gespickt mit Sensoren. Die Daten werden Aufschluss darüber geben, woran der Testflug gescheitert ist. Und so können schon in einigen Monaten Raumfahrtfans hier den nächsten Startversuch bestaunen. Das war's von uns. Weiter geht's gleich, wie schon angekündigt, bei Maybrit Illner. Und erst kommt aber natürlich noch das Wetter. Und um 0:30 Uhr meldet sich dann Nazan Göktemir mit unserem Heute-Schnell-Update. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Im heute veröffentlichten Klimabericht des europäischen Copernicus-Programms sind ja auch die Arktis und Grönland ein wichtiges Thema. Jahr für Jahr verschwinden dort gewaltige Eismassen, nicht nur an den Rändern, auch von ganz oben her. Es bilden sich Wassertümpel, die dunkler sind. Dieses Schmelzwasser nimmt wiederum leichter Wärme auf und führt zu weiterer Abschmelzung. So frisst sich das wärmere Wasser in das Eis hinein und fließt unter dem Eis weiter Richtung Ozean. Schrumpft der Eispanzer weiter, ist der Prozess nicht mehr umkehrbar. Dieser komplette Eisverlust dauert allerdings Jahrtausende. Da der ursprüngliche Zustand aber nicht wiederhergestellt werden kann, wird es als Kipppunkt bezeichnet. Und dieses geschmolzene Wasser hat selbstverständlich Auswirkungen auf den Ozean und auf die Atmosphäre und letztendlich auf das Wetter. Schauen wir auf das Wetter und da haben wir es mit diesem Kringel zu tun. Es ist ein Höhentief, was sich langsam nach Westen ausdehnt und es gibt Regen. Und zwar kräftigen von Nordrhein-Westfalen bis an die Alpen. Nach Osten hin ist es trocken und sternklar bei Temperaturen von 0 Grad im Südwesten Deutschlands und 9 Grad am Niederrhein. Das ist die Temperaturspanne. Morgen viel Sonnenschein nach Norden und Osten hin. Im Südwesten brodelt es im Tagesverlauf. Hier bilden sich dann Schauer und Gewitter. Das bei Temperaturen bis 20 Grad im Nordwesten und 14 Grad am kühlsten an der Ostsee. Die nächsten Tage, ja, am Samstag gibt es im Osten viel Sonnenschein, im Westen Gewitter und es wird wärmer, allerdings ab Sonntag durchwachsener. Einen schönen Abend.